Es ist 7 Uhr am Morgen. Der Wecker auf meinem Handy macht Musik. Die Musik ist laut und fröhlich. Aber ich bin nicht fröhlich. Ich öffne meine Augen langsam. Ich sehe nach oben. Ich sehe die Decke von meinem Zimmer. Das Zimmer ist dunkel. Es ist fast schwarz. Ich denke, es ist noch Nacht. Warum klingelt der Wecker in der Nacht? Ich schaue auf das Handy. Das Display ist hell. Es ist wirklich 7 Uhr. Es ist morgen. Ich verstehe das nicht. Mein Kopf versteht das nicht. In meiner Heimat ist es um 7 Uhr hell. Die Sonne kommt durch das Fenster. Die Vögel singen. Aber hier ist Deutschland. Hier ist München. Und hier ist Winter. Der Winter in Deutschland ist kein Spaß. Mein Name ist Matteo. Ich bin 25 Jahre alt. Ich komme aus Italien. Ich komme aus Rom. Rom ist eine schöne Stadt. Rom ist warm. Rom ist hell. Die Häuser sind gelb und orange. Hier in München ist alles anders. Ich wohne hier seit 4 Monaten. Ich arbeite hier. Ich bin Kellner in einem Restaurant. Das Restaurant heißt Roma. Das ist lustig. Ich arbeite im Roma. Aber ich bin in München. Ich bringe Pizza und Pasta. Aber mein Herz ist in Italien. Ich liege noch im Bett. Mein Bett ist warm. Meine Decke ist dick und weich. Ich mag mein Bett. Es ist mein bester Freund am Morgen. Ich will nicht aufstehen. Mein Körper ist schwer wie Blei. Meine Beine sind schwer. Meine Arme sind schwer. Mein Kopf tut ein bisschen weh. Ich bin müde. Ich bin sehr müde. Ich schlafe 8 Stunden. Aber ich bin müde. Ich schlafe 10 Stunden. Aber ich bin immer noch müde. Die Müdigkeit ist immer da. Sie sitzt auf meinen Schultern. Ich muss aufstehen. Ich muss zur Arbeit gehen. Giovanni, mein Chef, mag keine Verspätung. Ich setze mich auf das Bett. Mir ist sofort kalt. Die Luft im Zimmer ist kalt. Ich habe die Heizung aus. Die Energie ist teuer in Deutschland. Sehr teuer. Mein Mitbewohner Thomas sagt immer: Matteo, mach die Heizung nicht auf 5. Das kostet viel Geld. Wir müssen sparen. Also steht die Heizung auf 2. Das ist okay für Thomas. Er ist Deutscher. Er mag Kälte. Aber für mich ist das wie am Nordpol. Ich stehe auf. Ich zittere ein bisschen. Ich gehe schnell zum Fenster. Ich öffne den Vorhang. Ich habe Hoffnung. Vielleicht scheint heute die Sonne?
Ich schaue nach draußen. Was sehe ich? Ich sehe nichts. Draußen ist es dunkelgrau. Es ist fast schwarz. Die Straßenlaternen leuchten noch. Sie sind gelb. Das Licht ist schwach und müde. Es regnet. Ich höre den Regen. Pitsch, patsch. Der Regen klopft an das Fenster. Es ist kein schöner, warmer Sommerregen. Es ist ein kalter, böser Winterregen. Manchmal schneit es in München. Aber der Schnee in der Stadt ist nicht weiß. In den Filmen ist der Schnee weiß und romantisch. Hier in der Stadt ist der Schnee braun. Er ist matsch. Er ist schmutzig und nass. Ich schließe den Vorhang wieder schnell. Ich will das graue Monster draußen nicht sehen. Ich gehe in das Badezimmer. Ich mache das Licht an. Das Licht ist sehr hell. Es ist Neonlicht. Meine Augen brennen. Ich schaue in den Spiegel. Wer ist der Mann im Spiegel? Das Gesicht im Spiegel ist weiß. Es ist blass wie Papier. Unter den Augen sind dunkle Schatten. Ich sehe krank aus. Wie ein Zombie. Aber ich bin nicht krank. Ich habe kein Fieber. Ich habe keinen Husten. Ich bin nur wintermüde. Das ist eine neue Krankheit für mich. Ich wasche mein Gesicht mit Wasser. Das Wasser ist kalt. Das hilft ein bisschen. Ich wache auf. Ich putze meine Zähne. Dann gehe ich in die Küche. Meine Mitbewohner schlafen noch. Thomas und Lisa. Sie sind Studenten an der Universität. Studenten haben ein gutes Leben. Sie schlafen lange. Sie haben keinen Chef wie Giovanni. Ich bin allein in der Küche. Die Küche ist ein bisschen unordentlich. Auf dem Tisch stehen Flaschen und Teller von gestern Abend. Ich brauche Kaffee. Kaffee ist wichtig. Ohne Kaffee bin ich kein Mensch. Ohne Kaffee funktioniere ich nicht. Ich habe eine kleine Espressokanne aus Italien. Ich mache Wasser in die Kanne. Ich mache Kaffeepulver in die Kanne. Ich stelle die Kanne auf den Herd. Ich warte. Ich höre das Wasser. Es kocht. Der Kaffee kommt. Es riecht gut. Es riecht stark. Es riecht nach Italien. Es riecht nach Leben. Dieser Geruch ist meine erste Freude am Tag. Ich trinke den Kaffee. Er ist heiß und stark und schwarz. Ich trinke keinen Zucker. Zucker ist für Kinder. Espresso ist für Männer. Ich esse ein Brot. Deutsches Brot ist sehr dunkel. Es heißt Vollkornbrot. Es ist hart und schwer. Man muss viel kauen.
Es schmeckt gesund. Ich esse es mit Käse. Ich habe keinen großen Hunger am Morgen. Mein Magen schläft noch. Aber ich brauche Energie. Die Arbeit im Restaurant ist schwer. Ich laufe viele Kilometer am Tag. Ich trage viele Teller. Ich schaue auf mein Handy. Ich öffne die Wetter-App. Das ist mein Ritual jeden Morgen. Ich lese München. 3 Grad. Regen. Bewölkt. 3 Grad. Das ist kalt. Ich scrolle nach unten. Ich suche die Sonne. Da steht Sonnenaufgang 8:15 Uhr. Sonnenuntergang 16:30 Uhr. Ich rechne im Kopf. Der Tag hat 24 Stunden. Die Sonne scheint, vielleicht 8 Stunden. Die Nacht ist 16 Stunden lang. 16 Stunden Dunkelheit. Und in den 8 Stunden Licht? Sehe ich die Sonne? Nein. Die App zeigt eine Wolke. Eine große, graue Wolke mit Regentropfen. Die Sonne ist da, aber sie versteckt sich. Sie hat Angst vor München. Oder sie macht Urlaub in Spanien. Ich muss los. Ich darf nicht zu spät kommen. Ich gehe in mein Zimmer. Ich ziehe mich an. Das dauert lange. Es ist wie eine Rüstung für einen Ritter. Zuerst ein Unterhemd. Dann ein T-Shirt. Dann ein Hemd. Dann ein dicker Pullover aus Wolle. Dann eine Jeans. Aber das reicht nicht. Unter der Jeans trage ich noch eine Hose. Eine lange Unterhose. Das sieht nicht sexy aus. Aber es ist warm. Niemand sieht es. Dann dicke Socken. 2 Paar Socken. Meine Füße sind immer kalt. Ich gehe in den Flur. Ich nehme meine Jacke. Meine Jacke ist blau und sehr dick. Sie sieht aus wie ein Schlafsack mit Armen. Ich ziehe die Jacke an. Ich mache den Reißverschluss zu. Bis ganz nach oben. Ich nehme meinen Schal. Ich wickle den Schal um meinen Hals. Einmal, zweimal, dreimal. Nur meine Augen sind frei. Ich nehme meine Mütze. Ich setze die Mütze auf. Jetzt bin ich fertig. Ich bin bereit für die Expedition. Die Expedition zur U-Bahn. Ich fühle mich wie ein Michelin-Männchen. Ich bin dick und rund. Aber mir ist warm. Ich öffne die Wohnungstür. Ich gehe hinaus. Ich schließe die Tür ab. Ich gehe die Treppe hinunter. Ich wohne im 3. Stock. Es gibt keinen Aufzug. Das ist gut für die Beine. Ich öffne die Haustür unten. Der Wind schlägt mir ins Gesicht. Wusch.
Der Wind ist eiskalt. Er ist feucht. Er beißt in meine Nase. Ich gehe zur U-Bahn-Station. Ich gehe schnell. Ich laufe fast. Ich will wieder ins Warme. Die Straße ist nass. Überall sind Pfützen. Das Wasser ist schwarz und schmutzig. Ich muss aufpassen. Meine Schuhe sind neu, aber das Wasser ist überall. Ein Auto fährt vorbei. Rum. Es spritzt Wasser. Fast auf meine Hose. Ich habe Glück. Ich sehe andere Menschen auf der Straße. Sie gehen auch zur Arbeit. Ich beobachte sie. Das ist interessant. Und auch ein bisschen traurig. Niemand lächelt. Niemand spricht. Die Menschen schauen auf den Boden. Oder sie schauen geradeaus. Ihre Gesichter sind ernst. Sie sehen aus wie Maschinen. Sie tragen dunkle Kleidung. Ein Mann trägt eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe. Er hat einen schwarzen Regenschirm. Eine Frau trägt eine graue Jacke, einen grauen Schal, graue Stiefel. Alles ist grau und schwarz und dunkelblau. Die Menschen passen sich an. Sie sind wie die Stadt. Sie sind getarnt. Ich trage eine leuchtend blaue Jacke. Ich fühle mich bunt. Ich fühle mich fremd. Ich komme an der U-Bahn-Station an. Ich gehe die Treppe hinunter in den Untergrund. Hier ist es ein bisschen wärmer. Es riecht nach warmer Luft, nach Brezeln und nach nassen Hunden. Ich stehe am Gleis. Viele Menschen warten hier. Es ist still. Es ist sehr still für so viele Menschen. Vielleicht 50 Leute stehen hier. Aber es ist leise. In Rom ist es laut. In der Metro sprechen die Leute. Sie telefonieren laut. Sie lachen. Sie streiten über Fußball. Es ist Chaos. Aber es ist Leben. Man spürt Energie. Hier ist es Ordnung. Und Stille. Die Leute schauen auf ihre Handys. Sie wischen und tippen. Sie haben große Kopfhörer auf den Ohren. Sie hören Musik oder Podcasts. Sie wollen keine Kommunikation. Sie wollen ihre Ruhe. Sie bauen eine Mauer um sich herum. Die U-Bahn kommt. Sie ist gelb und blau. Sie kommt genau in der Minute. Sie ist pünktlich. Natürlich. Wir sind in Deutschland. Alles funktioniert. Die Türen öffnen sich. Ich steige ein. Die Bahn ist voll. Ich finde keinen Sitzplatz. Ich muss stehen. Ich stehe neben einem Mann. Er liest eine Zeitung. Die Zeitung ist groß.
Er versteckt sich hinter der Zeitung. Ich sehe nur seine Hände. Ich stehe neben einer Frau. Sie hat die Augen geschlossen. Schläft sie? Oder meditiert sie? Ihr Gesicht ist müde und grau. Ich schaue aus dem Fenster. Wir fahren jetzt draußen. Die U-Bahn fährt über eine Brücke. Es ist jetzt 8 Uhr. Der Himmel ist immer noch dunkel. Aber er ist nicht mehr schwarz. Er ist jetzt schmutzig grau. Wie altes Wasser, in dem man den Boden geputzt hat. Ich sehe Lichter in den Häusern. Die Menschen machen Frühstück. Ich denke an meine Familie. Was macht Mama jetzt? Mama ist in Rom. Sie trinkt ihren Espresso auf dem Balkon. Vielleicht scheint die Sonne. In Rom sind es heute 10 Grad. 10 Grad. Das ist für mich Sommer. Hier sind es 3 Grad. Ich habe Heimweh. Mein Herz tut ein bisschen weh. Es ist schwer. Ich vermisse das Licht. Ich komme am Marienplatz an. Ich steige aus. Ich fahre mit der Rolltreppe nach oben. Ich bin im Zentrum von München. Hier sind viele Geschäfte. Die Geschäfte sind hell. Sie haben viele Lampen. Die Schaufenster leuchten. Kauf mich, sagen die Schuhe. Nimm mich, sagen die Uhren. Ich mache dich glücklich, sagen die Kleider. Aber das Licht ist künstlich. Es ist elektrisches Licht. Es ist nicht echt. Es macht Kopfschmerzen. Ich gehe durch die Fußgängerzone. Ich gehe zum Restaurant. Es regnet immer noch. Der Regen ist jetzt stärker. Die Leute laufen mit Regenschirmen. Die Schirme stoßen zusammen. Niemand entschuldigt sich. Ich komme im Restaurant an. Roma. Ich gehe durch den Hintereingang. In der Küche ist es warm. Es ist heiß. Es riecht nach Tomatensauce, nach Knoblauch und nach Basilikum. Das ist ein guter Geruch. Es riecht nach Heimat. Giovanni ist schon da. Giovanni ist der Chef. Er ist klein und dick. Er hat wenig Haare. Er ist auch Italiener, aber er lebt schon 30 Jahre hier. Er ist ein deutscher Italiener. Er liebt Ordnung und Pünktlichkeit. Buongiorno, Matteo, sagt Giovanni. Er schaut auf seine große goldene Uhr. Du bist pünktlich. Gut. Das mag ich. Buongiorno, Giovanni, sage ich. Wie geht es dir? Fragt er. Es geht so, sage ich.
Das Wetter, es ist so dunkel. Giovanni lacht laut. Das Wetter ist deutsch. Das Geld ist auch deutsch. Man kann nicht alles haben. Matteo. Du willst Sonne? Geh nach Sizilien. Du willst Geld? Bleib in München. Geh dich umziehen. Wir öffnen gleich. Ich gehe in die Garderobe. Ich ziehe meine dicke Michelin-Jacke aus. Ich ziehe meine 2 Pullover aus. Ich ziehe mein Arbeitshemd an. Es ist weiß und gebügelt. Ich ziehe meine schwarze Schürze an. Ich schaue in den Spiegel. Ich sehe elegant aus. Ein italienischer Kellner. Das mögen die Gäste. Das ist ein Klischee. Aber es funktioniert. Ich gehe in den Gastraum. Ich decke die Tische. Messer rechts. Gabel links. Serviette in die Mitte. Das Glas polieren. Kein Fleck darf auf dem Glas sein. Alles muss sauber sein. Das Restaurant ist gemütlich. Das Licht ist gelb und warm. Wir haben italienische Musik an. Eros Ramazzotti singt leise von Liebe. Hier drinnen ist eine kleine Insel. Hier ist Italien. Draußen vor dem Fenster ist das graue, nasse München. Es ist 12 Uhr. Die Gäste kommen. Es ist Mittagspause. Die Gäste kommen aus den Büros und Banken in der Nähe. Sie haben Anzüge an. Sie haben Krawatten. Die Frauen haben Kostüme. Sie haben Stress. Man sieht es in ihren Augen. Einen Tisch für 2, aber schnell, sagt ein Mann. Er schaut auf sein Handy. Er tippt eine E-Mail. Gerne. Hier bitte, sage ich und zeige auf einen Tisch. Die Karte. Bitte. Wir haben nur 30 Minuten Zeit. Die Deutschen essen schnell am Mittag. Sie genießen nicht. Essen ist eine Funktion. Wie tanken beim Auto. Man füllt Energie nach. Dann arbeitet man weiter. Ich laufe. Ich bringe Wasser. Ich bringe Cola. Ich bringe Pizza und Pasta. Schmeckt es? Frage ich freundlich. Ja, danke, sagen sie. Aber sie schauen nicht hoch. Sie tippen auf dem Handy. Sie arbeiten beim Essen. Sie kauen und lesen E-Mails. Ein Gast winkt mir. Eine Frau. Sie sieht streng aus. Sie hat graue Haare und eine Brille. Ich gehe zum Tisch. Ja, bitte. Die Suppe, sagt sie. Ihre Stimme ist kalt. Ja? Ist etwas nicht gut? Frage ich. Sie ist nicht heiß genug.
Ich bin überrascht. Die Suppe kommt direkt aus dem Topf. Sie kocht fast. Entschuldigung, sage ich. Ich bringe eine neue. Ich gehe in die Küche. Mario, rufe ich den Koch. Die Suppe ist zu kalt, sagt die Dame. Mario flucht. Er schreit auf Italienisch. Che cazzo? Die Spinnen. Die Deutschen. Die Suppe hat 80 Grad. Soll ich Feuer bringen? Mario, ruhig, sage ich leise. Ihnen ist kalt. Draußen ist es kalt. Sie frieren. Sie wollen Lava essen. Mach sie heiß. Mario stellt den Topf auf das Feuer. Er macht die Suppe extrem heiß. Ich bringe die Suppe zurück. Die Frau probiert vorsichtig. Ja, so ist es besser. Danke. Sie lächelt nicht. Ihr Gesicht ist fest. Ich verstehe sie. Die Kälte macht schlechte Laune. Die Dunkelheit macht traurig. Wenn man friert, ist man kritisch. Man sucht Probleme. Der Mittag geht vorbei. Die Gäste zahlen. Das macht 28 €, sage ich. Der Mann gibt mir 30 €. Stimmt so. 2 € Trinkgeld. Das ist okay. Aber manche geben nichts. Oder nur 50 Cent. Januar und Februar sind harte Monate für Kellner. Die Leute haben kein Geld. Weihnachten war teuer. Die Geschenke waren teuer. Die Heizung ist teuer. Sie sparen beim Trinkgeld. Ich bin nicht böse. Ich verstehe das. Aber ich brauche das Geld auch. Meine Miete ist hoch. Es ist 15 Uhr. Das Mittagsgeschäft ist vorbei. Pause. Das Restaurant ist leer. Giovanni sitzt an einem Tisch und macht Buchhaltung mit dem Taschenrechner. Matteo, mach 2 Stunden Pause. Komm um 5 wieder, sagt er, ohne hochzuschauen. Okay, Chef, was mache ich jetzt? Ich will nicht im Restaurant bleiben. Ich brauche Luft. Ich brauche Sauerstoff. Ich ziehe meine dicke Jacke an. Ich nehme meine Mütze. Ich gehe nach draußen. Ich stehe auf der Straße. Ich atme tief ein. Die Luft ist kalt und feucht. Sie schmeckt nach Abgasen von Autos und nach Regen. Ich schaue auf die Uhr. Es ist 15 Uhr. Ich schaue in den Himmel. Und ich bekomme einen Schock. Es wird schon wieder dunkel. Es ist 3 Uhr am Nachmittag. 3 Uhr. In Italien ist das der helle Tag.
In Italien machen wir jetzt Siesta oder trinken Kaffee in der Sonne. Aber hier wird das Licht grau. Die Schatten werden lang. Die Dämmerung kommt. Die Nacht kommt zurück. Die Autos schalten das Licht an. Die Schaufenster leuchten heller. Der Tag ist vorbei. Wo war der Tag? War das alles? Ich habe die Sonne nicht gesehen. Keine Sekunde. Nur graue Wolken. Nur Regen. Nur elektrisches Licht. Ich fühle Panik. Eine leise Panik in meinem Bauch. Ich lebe in einem Tunnel. Ich gehe im Dunkeln zur Arbeit. Ich arbeite drinnen ohne Fenster. Ich gehe im Dunkeln nach Hause. Ich bin wie ein Maulwurf. Ein Tier, das unter der Erde lebt. Ich laufe durch die Straßen. Ich habe kein Ziel. Ich gehe einfach. Ich fühle mich sehr müde. Aber es ist keine normale Müdigkeit wie nach dem Sport. Es ist eine schwere, dunkle Müdigkeit. Sie sitzt in meinen Knochen. Sie sitzt hinter meinen Augen. Ich will schlafen, aber ich kann nicht schlafen. Ich habe Hunger, aber ich will nichts essen. Ich bin traurig. Ich möchte weinen. Warum bin ich traurig? Ich habe Arbeit. Ich habe Geld. Ich bin gesund. Ich habe Freunde. Aber meine Seele ist traurig. Meine Seele hat Hunger. Sie hat Hunger nach Licht. Sie will Farben sehen. Blau und Gelb. Nicht grau und schwarz. Ich bleibe vor einem Schaufenster stehen. Es ist ein Reisebüro. Im Fenster sind große Plakate. Ein Strand. Palmen. Blaues Meer. Gelbe Sonne. Weißer Sand. Malediven. Steht da. Thailand. Kanarische Inseln. Ich starre auf das Plakat. Ich starre auf die Farbe Gelb. Ich trinke die Farbe mit meinen Augen. Die Menschen auf dem Plakat lachen. Sie sind braun. Sie haben keine Jacken an. Sie schwimmen. Ich bin weiß wie Papier. Ich trage 3 Pullover und friere. Das ist unfair. Das ist so unfair. Ich gehe weiter. Mir ist kalt. Ich zittere. Ich sehe ein rotes Schild an einem Haus. Ein großes rotes A. Eine Apotheke. Ich bleibe stehen. Ich denke nach. Vielleicht bin ich krank? Vielleicht fehlt mir etwas? Warum bin ich so energielos? Ich gehe in die Apotheke. In der Apotheke ist es sehr hell. Alles ist weiß. Die Regale sind weiß.
Der Boden ist weiß. Das Licht ist extrem hell. Es macht mich wach. Es ist warm. Es riecht sauber. Es riecht nach Medizin, nach Pfefferminz und nach Desinfektionsmittel. Es ist niemand da. Keine Kunden. Nur eine Frau. Sie steht hinter dem Tresen. Sie trägt einen weißen Kittel. Sie hat eine Brille. Sie sieht freundlich und kompetent aus. Guten Tag, sagt sie. Ihre Stimme ist ruhig und leise. Ich gehe zum Tresen. Guten Tag, sage ich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich fühle mich dumm. Was kann ich für Sie tun? Fragt sie. Ich atme tief ein. Ich fühle mich nicht gut, sage ich. Die Frau schaut mich an. Sie schaut mir in die Augen. Sie ist ein Profi. Haben Sie Schmerzen? Fragt sie. Nein. Nicht direkt. Haben Sie Fieber? Nein. Husten? Schnupfen? Nein. Beschreiben Sie mir das Gefühl. Sagt sie. Was fühlen Sie? Ich suche die Wörter. Mein Deutsch ist okay für Pizza und Pasta, aber für Gefühle ist es schwer. Ich bin müde, sage ich. Sehr müde. Immer. Ich stehe auf und bin müde. Und ich bin traurig. Alles ist grau. Ich habe keine Energie. Ich bin wie ein Auto ohne Benzin. Ich bin leer. Ich will nur schlafen. Die Frau nickt langsam. Sie lächelt ein bisschen. Es ist ein nettes, warmes Lächeln. Woher kommen Sie? Fragt sie. Aus Italien. Aus Rom. Sagt sie. Ich verstehe. Sie vermissen die Sonne. Ja. Rufe ich laut. Ja. Wo ist sie? Wann kommt sie? Die Frau lacht leise. Die Sonne macht Urlaub. Aber nicht in München. Wissen Sie, das ist ganz normal. Viele Menschen haben das hier. Besonders Menschen aus dem Süden wie Sie. Ihr Körper ist an viel Licht gewöhnt. Ihr Körper braucht Licht. Viel Licht. Und hier gibt es kein Licht, sage ich. Hier ist nur grau. Genau. Die Sonne in Deutschland ist im Winter schwach. Sie steht tief am Himmel. Die Strahlen sind schwach. Ihr Körper produziert kein Vitamin D, Vitamin was? Vitamin D. Das Sonnenvitamin. Wenn die Sonne auf die Haut scheint, macht der Körper Vitamin D. Das ist wichtig für die Knochen und für den Kopf.
Für die gute Laune. Ohne Vitamin D wird man traurig und müde. Wir nennen das Winterblues. Das klingt logisch. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht krank im Kopf. Ich bin nur leer. Es ist Chemie. Gibt es Hilfe? Frage ich. Kann ich etwas tun? Ja, natürlich. Sagt sie. Sie dreht sich um. Sie geht zu einem Regal hinter ihr. Sie nimmt eine kleine Schachtel. Sie stellt die Schachtel auf den Tresen. Die Schachtel ist gelb. Darauf ist ein Bild von einer Sonne. Eine lachende Sonne. Das ist Vitamin D, sagt sie. Hochdosiert.